Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und wir schauen uns heute einmal das brandneue Huawei MatePad 11.5 an. Ein Tablet unter 300 € mit toller Performance, so zumindest sagt Huawei, und die haben mir das auch vorab mal zur Verfügung gestellt. Ich habe es mir jetzt ein paar Tage angeguckt und zwar in Kombination mit dem Smart Keyboard, und in dem Video will ich euch mal so meine allerersten Eindrücke schildern. Ja, wir werfen zunächst mal einen Blick auf die Verpackung. Hier gibt es allerdings nicht viel zu sehen, bei der Tastatur sowieso nicht. Gucken wir hier nochmal auf die Seite. Hier steht nochmal drauf, dass es nur für Testzwecke ist und nicht für den eigentlichen Verkauf. Wir haben eine schwarze Version, das werden wir nachher noch sehen von diesem Keyboard. Und beim eigentlichen MatePad, auch da gucken wir nochmal drauf. 11.5 Zoll, also 11,5 Zoll, hat das Display an Diagonale, also insofern schon eine stattliche Größe, nicht zu groß, aber noch in einer Größe, wo man durchaus mitarbeiten kann. Auf der Rückseite keine weiteren Informationen, zumindest hier bei diesem Testexemplar. Und jetzt gucken wir nochmal auf die Seite, denn da sind dann doch ein paar Informationen, die wir uns noch anschauen können. So, wir haben also das Huawei MatePad 11.5, Modell dürfte für euch weniger interessant sein, Space Gray ist die Farbe, wir haben 128 GB ROM und wir haben 6 GB RAM. Es gibt noch eine etwas größere Variante, wo die Tastatur dann auch standardmäßig schon mitgeliefert wird. Bei meinem habe ich die Tastatur jetzt noch zusätzlich mit dazu bekommen. Tastatur würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, das sage ich schon mal vorweg. So, dann würde ich sagen, wir packen einmal aus und gucken, was alles so drin ist in dem Karton. Im Deckel ist schon mal nichts, das ist ja manchmal ein bisschen tricky. Der eine oder andere Hersteller versteckt ja auch Dinge im Deckel. Dann haben wir hier das Tablet, gucken wir uns dann gleich nochmal genauer an. Eine Informationskarte zur App Gallery, wo ihr das Ganze nochmal scannen könnt, und ein paar weitere Informationen zu zusätzlichen Apps. Dann gucken wir, was hier im Boden ist. Einmal, jetzt reißt sich hier geradezu auseinander. Einmal ein Stecker oder beziehungsweise ein Ladegerät. Gucken wir mal drauf, wie viel Watt haben wir da. Stellt es scharf. Also maximal 22,5 Watt. Das sollte zumindest für halbwegs schnelles Laden des 7700 mAh großen Akkus genügen. So, wir schauen nochmal hier in die weiteren Zubehörteile. Einmal das zur Seite gelegt. Was haben wir hier noch drin? Jede Menge Papier auf jeden Fall schon mal. Das lege ich mal beiseite. Etwas schwierig rauszubekommen. Das ist hier irgendwie überall drunter gerutscht. Und hier auf der rechten Seite haben wir noch ein Ladekabel. Das dürfte USB-C sein. Ja, so ist es auch, genau. Um dann das Tablet auch schnell wieder aufladen zu können. Und die Informationen, die hier noch beiliegen, irgendein Aufkleber, weiß ich gar nicht, wofür der ist. Dann haben wir eine Schnellstartanleitung, wie man so schön sagt. Ein Quick Start Guide, den brauchen wir aber hoffentlich gar nicht. Und eine Garantiekarte, auch das vielleicht weniger interessant für uns. So, jetzt wollen wir natürlich noch die Tastatur auspacken, denn die hat mir von der Optik auf den Bildern bisher fast besser als das Tablet gefallen, sage ich mal. Auch wenn das natürlich jetzt nicht ganz korrekt ist, aber das ist... okay, hier ist noch ein Klebestreifen drauf. Bevor ich den jetzt auf habe, machen wir mal lieber die andere Seite auf. Da geht es, glaube ich, dann etwas einfacher. Da ist kein Klebestreifen drauf. Weil die Tastatur hat für mich wirklich den perfekten Formfaktor. Die ist wirklich super kompakt, lässt sich aber trotzdem noch gut bedienen. Also zumindest gehe ich davon aus, wie die Form und der Faktor so aussieht. Insofern sollte das eigentlich eine ganz gute Geschichte werden. Gucken wir uns jetzt aber mal an. So, da ist das Paket. Nehmen wir das mal raus. Also es ist Hülle und Tastatur in einem natürlich, also das sei vielleicht schon mal gesagt. Man kann allerdings die Tastatur auch von der Hülle trennen. Das vielleicht nochmal ganz wichtig zu wissen. Gerade wenn man das Tablet etwas weiter aufstellen will, die Tastatur zu sich ranziehen will, lässt sich das Ganze auch trennen. Zeige ich euch dann später aber auch nochmal. Jetzt gucken wir uns erstmal das ganze Paket so an. Und nehmen hier noch diesen Pappinhalt raus. So, da ist der Konnektor, sowohl einmal für das Tablet als auch dann für die Tastatur. Und ihr seht hier schon, wir haben eine Kuverts-Tastatur, das ist ja schon mal ganz gut. Gute Druckpunkte, und auch von der Größe her gefällt mir das wirklich richtig gut. Und auch die Materialanmutung, denke ich, für den Preis absolut in Ordnung.
So, jetzt schauen wir uns das Tablet nochmal im Detail an. Ich habe es mal eingeschaltet, damit ihr den Displayrand seht. Also der ist jetzt nicht ultra schmal, aber ich würde auch so nicht sagen ultra breit, und vom Gewicht her fühlt sich das gut an. Also lässt sich durchaus transportieren. Hier oben drauf sehen wir, ich vermute mal, Mikrofone. Einmal die Lauter-Leiser-Wippe, die auch einen guten Druckpunkt hat. Dann haben wir hier auf der Seite den Ein-Ausschalter logischerweise. Wir haben 2 Lautsprecher auf der linken Seite. Und wir haben ebenso 2 Lautsprecher auf der rechten Seite, neben dem USB-C-Anschluss. Und der Sound, das kann ich an der Stelle schon mal ein bisschen vorwegnehmen, der ist auf jeden Fall sehr gut. Unten der Konnektor, auf der Rückseite die Kamera. Ich drehe es nochmal um, damit ihr die jetzt auch nochmal im Detail sehen könnt. Und da sehen wir hier eine rückseitige Kamera, 12 Megapixel. Zeige ich hier nochmal, steht glaube ich auch drauf. Ach nee, sorry, 13 Megapixel sogar. Alles klar, 13 Megapixel. Ja, wer im Tablet eine Kamera braucht, da kann die sicherlich hilfreich sein. Ob man die jetzt zwingend als Kamera braucht, lasse ich mal dahingestellt sein. Die Kameraqualität, die habe ich mir mal angeguckt, die ist okay. Ich würde sagen, bis gut. Für ein Tablet dieser Größe und für die Preisklasse auf jeden Fall gut. Ist aber jetzt auch nicht so, als ob ihr damit Familienfotos und so weiter wie ein Fotograf machen können ist. Aber das dürfte, denke ich, auch nicht die Erwartungshaltung sein, die man an so ein Gerät hat. Ja, ansonsten, wie gesagt, die Tastatur für mich wirklich eins der Highlights vom Formfaktor her super. Ihr könnt das Ganze hier hinten auch einstellen im Stellwinkel sozusagen. Ihr könnt das Ganze auch noch voneinander trennen. Das zeige ich euch nachher nochmal. Aber die Tastatur hier unten, gerade in dieser Größe und trotzdem noch gut zu tippen, das ist für mich eigentlich, ich will fast sagen, das Highlight dieser Kombination, die ich hier bekommen habe. Neben dem natürlich auch ganz guten Tablet, das steht außer Frage. So, jetzt habe ich das Gerät ein paar Tage mal intensiv ausprobiert und will euch mal ganz kurz so meine Highlights nochmal mitgeben. Also zunächst mal die Anmutung von Hülle und Tastatur und auch Tablet ist auf jeden Fall gut, für den Preis definitiv in Ordnung. Das Tablet fühlt sich auf jeden Fall richtig gut an, die Hülle ist okay, würde ich mal sagen, für den Preis, Tastatur wiederum gut. Auch die Möglichkeit hier hinten die verschiedenen Winkel einzustellen, und zwar relativ einfach und relativ schnell, die ist für mich ein durchaus positives Ding, weil relativ einfach gesagt, es sind die 2 Winkel, die man eigentlich so braucht. Ein etwas steiler gestelltes, um schnell mal was tippen zu können, und vielleicht ein etwas weniger steiles, um es etwas weiter wegstellen zu können, um dann auch getrennt von der Tastatur arbeiten zu können. Denn das funktioniert ganz gut. Ihr könnt das Ganze hier abkoppeln und nehmt jetzt zum Beispiel die Tastatur einfach ein Stück weit nach vorne und tippt, während das Display hinten liegt oder beziehungsweise steht. Liegen macht natürlich nicht so viel Sinn, aber ich sage mal steht. Und das ist tatsächlich eine schöne Geschichte. Funktioniert auch gut, Konnektivität, kein Problem. Und nochmal, die Tastatur ist für mich vom Formfaktor her wirklich richtig gut. Die Größe passt genau. Ihr könnt auch noch eine Maus dazu nehmen, wenn ihr wollt. Bluetooth-Maus lässt sich durchaus auch koppeln. Ja, und nochmal auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, die Tastatur von den Druckpunkten, von der Größe her für mich wirklich optimal. Das ist definitiv hervorragend gelöst, weil ihr auf der kleinen Fläche trotzdem noch gut tippen könnt. Liegt vielleicht auch an der Größe meiner Finger, das mag durchaus sein. Ja, kommen wir jetzt mal zum Tablet, weil das ja eigentlich der eigentliche Kern des Ganzen ist sozusagen. Also wir haben knapp 30 cm Diagonale, 11,5 Zoll sind es. Das Display löst mit 229 ppi auf. Das ist auch vollkommen in Ordnung, da merkt ihr nichts, da seht ihr auch keine Pixel. Wir haben 4 Lautsprecher, die auch eins meiner Highlights sind, denn wenn ihr damit zum Beispiel YouTube-Videos möglicherweise von diesem Kanal hier schaut, dann hört sich das tatsächlich richtig gut an. Ich mache es mal ein bisschen laut. Die Huawei Watch GT3 Pro, der eine oder andere wird sich daran erinnern, wir haben die GT3 ja schon mal hier gehabt, jetzt auch die GT3 Pro, die Huawei. Ja, und ihr merkt vielleicht, dass, ich weiß nicht, ob man es hört, aber es hört sich auf jeden Fall gut an und es hört sich vor allen Dingen auch mit einem guten Soundeffekt von rechts, links, Stereo, das kommt wirklich gut rüber und auch mit einem guten Volumen, also all das geht ganz gut. Prozessor spielt hier, ich sage mal, in Anführungsstrichen keine Rolle, sprich, ihr merkt eigentlich nichts, was ruckelt, zumindest ist mir nichts aufgefallen, wenn ihr hier die Karte auch zoomt, hin und her bewegt und so weiter und so fort, alles kein Problem, da gerät hier die Prozessorleistung in keinster Weise an ihre Grenzen. Wir haben Harmony OS installiert, das muss man einfach wissen. Wir haben 6 GB RAM an Bord und 128 GB ROM. Für mich vollkommen ausreichend und die Auflösung sollte auch auf die 229 ppi dann rauslaufen. Vom Grundsatz her habt ihr 120 Hertz, ein 120 Hertz Display. Auch das nochmal eine super Geschichte, gerade wenn ihr in der Bildwiederholfrequenz da vielleicht bei weniger Hertzzahlen durchaus mal Probleme habt. Hier überhaupt kein Problem, gerade
gerade wenn ihr es direkt auf 120 stellt, aber auch im Dynamikmodus funktioniert das sehr gut und man merkt eigentlich nichts davon, dass in irgendeiner Art und Weise ein Gerätebestandteil an seine Grenzen gerät. Apropos Grenzen, der Akku hat seine Grenzen bei 7700 mAh und da muss man sagen, dass das zumindest in meiner Anwendung für einen Tag genügt. Also sprich, mal eine Mail abrufen, mal surfen, mal auch vielleicht ein Word-Dokument oder eine Excel-Datei bearbeiten und all das, was man damit vielleicht unterwegs zum Beispiel machen könnte, funktioniert aus meiner Sicht hervorragend und damit kommt ihr auch über den Tag. Also ein Arbeitstag geht, es sind nicht 24 Stunden, die ihr schafft, aber so gute 10 Stunden kommt man damit schon aus. Ja, nochmal von der Qualitätsanmutung und vom Gewicht her, da könnt ihr drehen und drücken, wie ihr wollt, da knarzt nichts, gut verarbeitet. Gewicht könnte für mich ein klein wenig leichter sein, da ist am Ende dann wahrscheinlich der Preis auch das Entscheidende, sodass man da sagen muss, dass das Ganze natürlich kein Ultraleichtgewicht ist, aber ich würde sagen, um das mit den Tag mit sich rumzuschleppen, ist es definitiv kein Problem. Gesichtserkennung habt ihr jetzt gerade gesehen, funktioniert auch, zumindest wenn man sich das Tablet dann auch vors Gesicht hält. Ja, insgesamt muss man sagen, dass natürlich noch eine Herausforderung ist, zumindest für die Android-Nutzer unter euch, dass wir hier die Huawei App Gallery verbaut haben. Das ist natürlich in seinen Apps mittlerweile auch ein richtig großes Ding geworden. Da kriegt ihr eigentlich fast alles, was ihr benötigt, aber es ist halt eben doch nicht das Original und das muss man an der Stelle vielleicht auch nicht unerwähnt lassen. Vom Grundsatz her habt ihr hier übrigens auch noch Multitasking-Möglichkeiten, also ihr könnt hier Dinge auf dem Bildschirm verschieben und so weiter und so fort. Gerade da das Display ja nicht ganz klein ist und auch eine durchaus vernünftige Auflösung hat, ist das eine Möglichkeit, die ich auch gerne genutzt habe, wenngleich man sagen muss, natürlich noch größeres Display, noch mehr Multitasking. So, damit sind wir auch schon durch mit unserem ersten Eindruck zum Huawei MatePad 11.5, brandneu rausgekommen. Ich würde sagen, Tastatur gibt einen definitiven Daumen nach oben, das ist wirklich richtig gut. Das Tablet an sich gibt auf jeden Fall auch einen Daumen nach oben. Für den Preis ist das vollkommen in Ordnung, was ihr hier bekommt. Vor allen Dingen performance-technisch ist es einfach so, dass es da aus meiner Sicht überhaupt keine Probleme gibt. Jetzt muss man sagen, ich habe auch nicht gespielt, weil ich kein Spieler bin, aber um es im Alltag zu benutzen, um Videos zu gucken, mal eine Datei zu bearbeiten und so weiter und so fort, ich will mal sagen, um damit im Wesentlichen den Alltag zu bestreiten, ohne zu spielen, ist es definitiv überhaupt kein Problem. Die Huawei App Gallery ist mittlerweile, auch was die Apps angeht, schon recht weit ausgebaut, also auch das eigentlich kein Thema mehr. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich danke euch fürs Zusehen und sage am Ende wie immer, Alexa, Kamera aus. Okay.